Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Ruppolding und zwar am Parkplatz Urschlau. Ein bisschen geschmolzene Parkplatzpreise, am Tag 9 €, aber man kann da herin halt sehr viel machen und es ist einfach eine touristisch geprägte Gegend. Wir gehen aber heute trotzdem auf einen Gipfel, wo es mir besonders zugehört, und zwar auf die Haaralmschneid. Auf geht's! Da gehen wir erst nochmal an einem Hof vorbei herunten, gleich am Parkplatz. Und dann schaut es auch so aus, wie ich mir es erhofft habe, dass wir schon wieder erst ein bisschen schattig starten. Es ist ja heute eher auf der Südseite, also wenn die Sonne durchkommt, dann wird es warm werden. Es geht wirklich normal auf einem breiten Steig oder schmalenfarbig los. Und heute haben wir ein One-Way-Ticket, was das Video angeht, weil ich gehe denselben Weg wieder runter wie auf heute. Ich brauche ein bisschen was Kleines. Bin in der Woche viel auf die Knie gewesen in der Arbeit. Da muss man nicht übertreiben. Jetzt bin ich ganz froh, dass es wirklich noch recht kühl losgeht, aber man merkt sogar durch die Bäume durch, dass die Sonne heute wieder Kraft hat. Es schaut bald so aus, als war dies teilweise das erweiterte Bachbett, in dem wir dann aufgingen. Wenn einmal richtig viel Wasser runterkommt, dann meine ich, ist der Weg unter Wasser. Bis auf die Steine, so wie da, wo es dann wieder seitlich rausgeht. Gefällt mir bis jetzt richtig gut. Wir sind jetzt gerade aus dem Serpentinensteig rauf auf ein bisschen am Brädern gekommen und jetzt kommen wir auf eine Straße, aber nur ein Stückerl. Ich glaube, da sind wir kurz drauf schon wieder rechts dahin und gehen wieder im Steig weiter.
Bin gespannt, ob wir heute einen Haufen Rindviecher entgegenkommen. Da sehe ich gerade, da wird für einen Abtrieb hergerichtet und fürs Verlohn von den Kühen, wenn sie oben worden sind. Da kann es sein, dass wir mal ausweichen müssen. Schauen wir mal, wie weit wir raufkommen, bevor uns wer entgegenkommt. Ich glaube, das da unten ist bloß das Empfangskomitee. Vielleicht sieht man einen Stab noch ein bisschen in der Luft liegen. Jetzt ist gerade einer mit einem Allrad aufgefahren. Die Straße ist richtig steil. Bin natürlich auf Zeiten gegangen, weil wenn er da stehen bleiben muss, dann fährt der nicht mehr los. Wahrscheinlich nicht einmal mit seinem Allrad. Also schätze ich, dass der Abtrieb noch nicht angefangen hat, weil die sind wahrscheinlich Treiber, die noch aufgefahren sind. Es schaut bald so aus, als hätten wir das steile Stück Straße hinter uns. Da geht es jetzt einmal flach um eine Kurve, das zieht schon wieder an. Aber da ist es jetzt richtig aufgegangen, meine Herren. Da darfst du gut Auto haben, dass du raufkommst. Sonst geht es da auch durch. Ja, da ist wieder mal angeschrieben. An die Hundebesitzer. Ich sehe es leider auch immer wieder. Oft sogar Hunde, die wirklich folgen. Da wo man sieht, die gehen so schön daneben her. Und trotzdem ist es für Bauern ein Graus, weil ein Hund einfach nicht der Grund ist, sondern die Kuh. Die vielleicht auf den Hund nicht so reagiert, wie es vielleicht gut ist. Bloß die Kuh hat halt auf der Alm das eiderne Recht und der Hund nicht. Darum kann man nur appellieren, haltet euch halt dran und nehmt die Hunde an die Leine. Und da meine ich, warten sie schon auf den Abtrieb. Ein bisschen meine werden schon gespannt, was los ist. Und so wie ich das kenne, ich habe auch ein paar Mal mitgeholfen, werden sie keine rechte Lust haben zum Abgehen. Da sind die ersten Meter aber ganz schöner Kampf.
das geht wirklich gerade auf. So ist eingezeichnet. Ich werde mal schauen, ob der Weg da drüben auch hinaufführen darf. Das schaue ich mir nochmal genau an, wenn ich oben bin. Jetzt gehe ich mal so, wie es in der Karte eingezeichnet ist. Ich bin ja nicht so oft in der Ecken, aber den Hang, den darf ich mit Schnee gar nicht so ungefährlich einschätzen. Erstens einmal ein Südhang, da wo die Sonne lang drauf leuchtet, da wo der Boden nicht so schnell durchfriert, und dann ist er doch ganz schön steil und ich kann mir vorstellen, dass da schon öfter mal eine Lawine abgeht. Kurzer Blick zurück. Tatsächlich wird abgetrieben. Man sieht schon einzelne Leute laufen, das sind alles Treiber. Und die suchen jetzt einen raus. Das ist ein Gemeinschaftsalm, da sind von verschiedenen Bauern die Kirche herum. Und dann werden sie abtreiben. Drum wäre ich jetzt unten auf der Haaralm. Nur noch kurz einkehren, vielleicht auf eine halbe Radler und einen kurzen Ratsch. Meine Spülmaschine ist krank, die muss ich heute noch gesund machen. Und darum kann ich heute leider nicht bei dem Schiener wieder herumbleiben, sondern bin bald wieder dahin, bevor es mit den Kühen auf die Straße runtergeht. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.